Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben: Lufthansa Business Class, also Cont, nothing to write home about, aber da gibt es wohl Bewegung, dass man geilere Sitze bekommt. Ja, schauen wir uns an. Dann haben wir noch das Thema Alkohol. Riyadh Air, eine Fluggesellschaft, die wir händeringend erwarten, und es gibt Fortschritte bei Allegris. Und auch wenn man ein Senator ist in den USA, ist der Sitzgurt kein Schmuckstück, sondern Pflicht, dass man diesen auch benutzt. Ja, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch auf die School Community zu kommen. Lasst uns beim ersten Thema direkt mal schauen, wie wir das Thema angehen, und zwar Allegris. Und da gibt es wohl Fortschritte bei der 787-9 im Besonderen. Die neuen Allegris-Sitze benötigen ja in der Business Class eine separate Zulassung von der FAA, Federal Aviation Administration, weil Boeing-Flugzeuge in den USA zugelassen wird. Da es sich aber um ein komplett neues Sitzdesign handelt, wird es halt auch sicherheitstechnisch überprüft. Diese Tests, wie zum Beispiel Crashtest, Belastungstest, Evakuierungs- und Brandschussszenarien, haben sich wohl etwas verzögert. Jetzt wissen wir aber, was bereits getestet worden ist. Nach internen Quellen verliefen wohl grundsätzlich die Tests positiv, aber es gab wohl Probleme, denn nicht die vollständige Freigabe für alle Sitze oder einzelne Design- und Dokumentationsmängel, die nachgearbeitet werden müssen, eins von beiden. Das heißt also, ein größter Teil der Business Class wird geblockt. Die 787 mit Allegris wird im Sommer zwar ausgeliefert, aber nicht alle Business Class Sitze dürfen verkauft bzw. benutzt werden. Also heißt hier, es gibt da wohl Restriktionen, nicht für alle Business Class Sitze, vielleicht für einen Teil. Und damit darf man nur eine reduzierte Anzahl der Sitze in der Business Class belegen. Und zur gleichmäßigen Lastverteilung, um Sicherheitsabstände nicht zu gefährden, ist es so, dass man die freigegebenen Sitze halt nur unter der Bedingung von Weight and Balance benutzen kann. Die übrigen Sitze sind zwar physisch eingebaut, aber durch Behördenauflagen gesperrt. Heißt also entweder mit einer Abdeckung auf Hinweis oder halt physische Blockierung. Wir erinnern uns zum Beispiel, dass man ja bei den Airbussen zum Beispiel in der Business Class auf der Con-Strecke den Mittelsitz mit so einem festen Tisch dort versehen hat, damit man den nicht als Sitz benutzen kann. Und das wird es wohl da auch geben. Lufthansa wird diese eingeschränkt nutzbaren 787-9er zunächst auf Strecken ab Frankfurt einsetzen. Da werden das zum Beispiel Strecken sein: Tel Aviv, Delhi, Riyadh, Nordafrika, aber auch der Nahe Osten. Und ist es so, dass man diese natürlich benutzt, weil sie auf den Langstrecken wie Singapur oder Los Angeles, die halt wirklich zahlungskräftige Kunden haben, dass man diese natürlich damit nicht verprellen möchte und das natürlich ein Problem darstellt. Man könnte jetzt natürlich böse sein und sagen, haben die das nicht gewusst, haben die das nicht gemacht? Ja, gut, ist das Kind in den Brunnen gefallen, ist es natürlich doof, aber gut, dass es jetzt abgearbeitet wird. Und die Tests haben wohl, glaube ich, im Februar stattgefunden, aber es dauert halt immer wieder, bis die Behörden da halt Catch-up gespielt haben und da dann wirklich das alles dokumentiert haben. Und ich bin mal gespannt, ob es wirklich so, wie es in dem Artikel, den ich dafür als Grundlage genommen habe, auch wirklich so ist, dass es nicht die gesamte C betrifft, also die ganze Business-Class-Kabine, weil das war mein Verständnis bisher, sondern dass es wirklich nur einzelne Sitze, und wir wissen ja, dass in der Allegris verschiedene Sitzkonfigurationen sind, mit langer Sitz, Sitz alleine, und ihr wisst es ja, ich glaube 7 verschiedene Sitze gibt es in der Allegris, allein in der Business Class. Heißt also, dass es da eventuell so eine Teillösung gibt, was natürlich auch okay ist. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Lufthansa testet auch eine neue Business-Class-Bestuhlung im Schmalrumpfflugzeug, schwieriges Wort. Und Schmalrumpfflugzeuge sind natürlich die Airbus A320, und zwar auf den Strecken nicht von Frankfurt nach Hamburg oder irgend so Quatsch, sondern nach Dubai. Noch längere Strecken, ab 4 Stunden so ungefähr.
Und da ist es so, dass man einen echten Business-Class-Sitz in der 320er Neo-Flotte möchte und der Konzern damit erstmals ernsthaft wieder nachprüft, da wieder Sitze einzubauen, die auch den Namen Business Class verdienen und nichts mit dem Campingstuhl oder den Economy Class Sitzen zu tun haben. Und natürlich ist es so, dass die Lufthansa sagt, dass die komfortablen Sitze sich auf ausgewählten Mittelstrecken wirtschaftlich lohnen. Klar. Und um halt den langstreckenähnlichen Komfort auf den 4-Stunden-Flügen, wie zum Beispiel nach Tel Aviv, Kairo oder Amman zu haben, ist es so, dass man natürlich auch Erfahrung jetzt im Lufthansa-Konzern sich eingekauft hat durch die ITA. Die ITA hat ja diese Sitze und die sind ja halt wirklich auch horizontal verstellbare Business-Sitze, die halt vollwertig sind. Ist jetzt nicht so wie bei der XLR wahrscheinlich, wo man halt diese Fischgräten hat oder so weiter, wie ich die Bilder ja auch von der Etihad gezeigt habe oder von der JetBlue mit der Mint. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die Eurowings einen eigenen Testlauf mit einem Full Recliner Seat, ähnlich wie bei den US-Flügen, ausprobieren möchte. Heißt also 4 Sitze pro Reihe. Teststrecke ist Berlin-Dubai. Und sollten die Tests erfolgreich verlaufen, das sind Tests, ne? Wir wissen ja, wir sind in der Lufthansa-Welt, da muss alles getestet werden, könnte Lufthansa eine Business-Kabine für ausgewählte 321 oder 320 Neo-Routen einführen. Und das ist natürlich ein ganz klarer Quantensprung zur neuen Europa-Kabine. Und wenn man halt wirklich sieht, dass man nur diesen freien Mittelsitzplatz hat, ist das doof. Aber wenn man jetzt wirklich 2 Sitze nebeneinander hat, dann ist das in meinen Augen schon ein Komfort Plus in der Breite, wesentlich mehr Platz. Man muss sich nicht den Mittelplatz mit dem Nachbarn teilen. Wenn man auch zum Beispiel den Mittelplatz zusammen nutzt, kann es ja sein, dass Sachen einfach hin und her rutschen, weil da keine Absperrung ist oder nichts auch immer wieder. Manchmal ist man ja auch zu schüchtern, da was hinzulegen. Also insofern ein ganz klarer Schritt nach vorne, aber leider nur auf den Mittelstrecken, heißt also nicht auf den Kurzstrecken. Ja, es macht den ganzen Ablauf natürlich wesentlich komplexer und komplizierter, dass man die Flugzeuge nicht so einfach zwischen den Strecken tauschen kann. Aber Lufthansa-Teilstrecken und Teilflotten sind halt so groß genug, dass man das anbieten kann. Und ich glaube, dass damit auch dann wirklich die Rechtfertigung eines Business-Class-Preises endlich gegeben ist. Weil doch, wenn man sich anguckt, was der Preisunterschied teilweise ist und was dann der Unterschied ist zur der lustigen Economy Class, dann ist es halt wirklich nur das Essen und das Pre-Boarding bzw. das Boarding als erstes oder Deboarding als erstes raus. Das ist halt vom Onboard-Produktdifferenzierung in meinen Augen eher schwierig. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch Lufthansa verstehen, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, hey, wir haben jetzt auf der Strecke 12 Reihen verkauft und wir haben auf der nur 4, dass man da den Vorhang ändern kann. Das ist dann halt so, dann bist du halt stuck damit. Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass halt Fluggesellschaften wie Etihad und andere da auch echte Sitze anbieten, die halt auch Komfort bieten. Etihad ja sogar mit einer First Class und auch mit Deutschland-Anbindung höchstwahrscheinlich. Heißt, wobei natürlich der Sitz ist halt so ein Business-Class-Derivat. Ihr habt ja die Sendung gesehen. Aber es ist halt wesentlich mehr First Class, als es was anderes ist. Und damit ist es halt so, dass Lufthansa sich natürlich auch gegen den Markt behaupten muss. Und die Frage bleibt dann auch, ob man so etwas dann auch auf Strecken benutzt, die zum Beispiel 4 Stunden Richtung Westen erst fliegen und dann zurückfliegen. Reykjavik oder solche Sachen sind da eventuell Ziele, wo die Lufthansa eventuell auch diesen Sitz einsetzt. Oder ist es wirklich nur so, dass man das so macht, wie Emirates das mal gemacht hat, dass man dort beim Pre-Departure-Drink nochmal etwas hinzugefügt hat, weil Air India auch einen anderen Drink noch zusätzlich geboten hat in der Economy, dass man also wirklich da erst was machen kann, wenn der Wettbewerb da sein Level wieder erhöht und man nachzieht. Wäre mal schön, wenn Lufthansa wirklich auch mal First Mover wäre und nicht nur, wenn es darum geht, um Geld zu sparen. Wichtig ist, dass man nicht nur spart, sondern sich auch benimmt. Und zwar ist der US-Senator John Fetterman auf dem Flug von Washington National nach Pittsburgh mit einem Piloten von American Airlines, also von Regional Airline, das ist, ich weiß gar nicht, das wird ja dann immer von irgendjemand anders ausgeführt, aber nichtsdestotrotz ist das so, dass er da einen Streit hatte, weil er sich weigerte, den Sicherheitsgurt anzulegen.
Und die Crew hatte dies zunächst bemerkt und dem Kapitän gemeldet, der dann eingriff und dann nochmal betonte, das ist eine bundesweite Vorschrift. Federman saß auf dem Bulkhead Seat, also in der ersten Reihe, und war angesichts seiner Körpergröße nachvollziehbar natürlich dort bestens versorgt vom Platz, genauso wie ich. Ich mag das ja auch, dass man dort Platz hat, aber man hat ihm dann einen Sitzgurtverlängerer angeboten, da der normale Gurt mit dem weiten Kapuzenpulli nicht richtig sichtbar war. Dennoch diskutierte der Senator weiter, der Kapitän reagierte aber trotzdem kompromisslos, was natürlich richtig ist und professionell und auch unmissverständlich. Ich zitiere: Wenn Sie nach Pittsburgh wollen, müssen Sie unseren Anweisungen folgen oder Sie müssen das Flugzeug verlassen. Und das Ereignis hatte sich schon im Februar 2025 zugetragen, doch erst jetzt ist es per Video bekannt geworden. Und interessant ist auch, dass dieser Vorfall von einem stark kritischen Artikel im New York Magazine begleitet worden ist. Da wird auch dann berichtet, dass der Kollege sogar einen Autounfall hatte, weil er nach seinem Nachtflug am Steuer eingeschlafen sei, was natürlich erneut Fragen zu seinem Zustand und Reiseverhalten aufwirft. Und da muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, wenn ein Senator, der öffentlich so in dem Rampenlicht steht und sich dann so schlecht benimmt, das ist dann auch immer sehr schwierig. Also ich will keinen Beruf haben wie so ein Politiker und ich möchte auch nicht da immer wieder im Rampenlicht stehen, weil ich persönlich natürlich da weiß, dass man sich ordentlich benehmen muss. Ist ja logisch. Und mir geht es nicht darum, dass ich nicht möchte, dass ich permanent mich ordentlich benehmen muss, weil das tue ich hoffentlich immer. Aber dass man halt auch unter Beobachtung steht, das wird mir auf die Nerven gehen. Und wenn man überall erkannt wird, heißt also, dass man dort natürlich dann einmal gewisse Zugeständnisse machen muss oder Leute, die ich halt zum Beispiel kennengelernt habe, Fernsehstars, Fernsehmoderatoren in der Hondehütte und in meiner Zeit dann auf den Reisen, die waren halt so sehr dankbar, wenn man sie als normale Menschen wahrgenommen hat. Aber das heißt auch, dass man, wenn man sie als normale Menschen wahrnehmen soll, sollte man sich auch normal verhalten und nicht versuchen, Drama zu machen, so wie der Kollege hier. Also insofern könnt ihr sagen, war der Kapitän berechtigt da oder er hätte ein bisschen ruhiger sein sollen. Man weiß es nicht, ob bei dem Thema Alkohol im Spiel war, aber beim nächsten Thema ist es so, dass Riyadh Air eine Fluggesellschaft ist, die ja aus Saudi-Arabien fliegt. Saudi-Arabien ist eher ein trockenes Land. Trocken heißt immer, wenn wir im Nahen Osten sagen trocken, dann heißt das Alkoholverbot, alkoholfrei. Das ist ja auch immer während Ramadan so, dass selbst in Dubai der Alkohol dann versteckt wird, in Anführungsstrichen, und man nur auf Bückware, hast du, ja, dann wird gebückt und so weiter, da kriegt man das. Aber derzeit ist es halt so, dass Riyadh Air Alkohol nicht servieren wird. Eine spätere Änderung ist natürlich möglich. Und er hat gesagt, dass man sich stark an das Recht in Saudi-Arabien halten möchte. Oder strikt, nicht stark, strikt, stark. Wir versuchen uns stark dran zu halten. Wir haben ein bisschen eine Modifikation gemacht, wir haben uns anders gemacht. Nein, strikt natürlich. Und das verbietet halt Alkohol. Und Zitat von Tony Douglas, CEO von Riyadh Air, der ja bei Etihad war: Im Moment ist Alkohol im Königreich Saudi-Arabien verboten und daher werden wir uns daran halten, da dies die derzeitige Gesetzeslage ist. Natürlich ist es so, dass Saudi-Arabien streng islamisch ist und Alkohol verboten ist. Dennoch gibt es halt Spekulationen, dass unter Kronprinz Mohammed bin Salman das Land sich weiter öffnet, gerade wenn es um Alkohol geht, gerade im Rahmen der Vision 2030, weil man natürlich auch sieht, dass das ein Tourismuszentrum werden soll, ein Wirtschaftszentrum werden soll. Und wir aus dem Westen sind halt gewohnt, Alkohol zu trinken. Und da ist es so, dass man dieses gar nicht so als Problem sieht, wenn man Alkohol trinkt, sondern eher als Problem sieht, wenn man Alkohol nicht bekommen kann. Und deshalb ist es so, dass die ersten Anzeichen wie 2024, also letztes Jahr, in Riyadh ein Alkoholladen für nicht-muslimische Diplomaten eröffnet worden ist. Es ist eine Öffnung, die doch sehr bemerkenswert ist, weil es halt wirklich eine komplette Änderung ist. Zum Beispiel Alkohol in Saudi-Arabien haben die Botschaften über einen Container gekriegt. Das heißt also, man ruft im Prinzip der deutsche Botschafter, ruft in Berlin an, sagt: Du Moinsen, das ist meine Bestellung. Und dann gibt es halt einmal im Monat einen Container so ungefähr. Und da sind dann Sachen drin, die man braucht aus der Heimat. Und genauso ist es dann Alkohol.
Fazit ist natürlich, dass man eine trockene Airline mit Riyadh Air hat, aber sie haben halt auch eine Kabine im Mercedes-Benz Maybach designt, was ich persönlich sehr krass finde, weil Emirates hat ja auch dieses Mercedes-Benz Design, Yacht-Design in der First-Class-Kabine, in dem Gamechanger. Und da ist es so, dass ich auch die Riyadh-Kabine relativ hübsch finde und ansprechend. Deshalb wird es auch eine interessante Fluggesellschaft werden, die halt nochmal ein bisschen mehr Wettbewerb in diese Routen reinbringt nach Osten. Insofern finde ich es spannend, ob man damit das dann auch nochmal für Leute interessanter macht. Ich persönlich trinke ja keinen Alkohol und wenn das Gesetz sich ändert oder wenn man da Lockerungen hat, dann wird es natürlich so sein, dass man dort Alkohol anbieten wird. Und wer für euch das als wichtiges Argument sieht, der sollte das natürlich dann direkt nutzen. Mir persönlich ist das egal. Ich finde es okay, wenn ich auch ein paar Stunden kein Alkohol trinke und vorher auch kein Alkohol trinke. Also insofern ist es für mich keine Änderung. Ihr könnt ja unten kommentieren. Ich danke euch, dass ihr heute da wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen. Kommentiert und kommt auf School und lasst uns dort in den Dialog treten. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao. Und jetzt muss ich irgendwo gucken, wo habe ich das Fenster weggedrückt. Mensch. Hier ist es. Also, bis dann. Ciao.